Ja, hallo, mein Name ist Ingo Niklas und ich möchte Ihnen jetzt was erzählen über Key Technologies in einer DevOps-Testumgebung, also Schlüsseltechnologien, wie man in DevOps am besten integrieren kann, seine Testumgebungen. Wenn wir über das Thema Testen sprechen, dann wird häufig der Systemtest gesehen und über den Systemtest nachgedacht. Aber Testen ist natürlich sehr viel mehr. Also der Systemtest an sich ist so die oberste Ebene des Testens, aber davor sollten schon sehr viele andere Testfälle, Testdinge getestet worden sein vorher, bevor man im Systemtest testet. Natürlich ist der Systemtest wichtig und man findet im Systemtest auch Fehler und Probleme, die man in vorherigen Tests nicht finden kann. Trotzdem alles, was man in früheren Testphasen schon gefunden hat, alle Fehler, die Sie über eine statische Analyse schon ausmerzen aus Ihrem System, müssen Sie nicht später im Systemtest finden. Und dadurch, dass man die Fehler früher findet, dadurch spart man natürlich Zeit und Geld, denn in späteren Testphasen wird die Behebung eines Fehlers sehr viel aufwendiger, sehr viel teurer, als wenn Sie den Fehler schon früher gefunden haben. Hinzu kommt, dass solche Dinge wie statische Analyse oder Unit-Test natürlich auch sehr gut automatisierbar sind. Auch deswegen bietet es sich an, solcherlei Dinge eben früher zu machen, regelmäßig zu machen, kontinuierlich zu machen. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema DevOps. Wenn wir uns also diese Testkette anschauen, statische Analyse, Unit-Test, Integrationstest, Systemtest, dann, wenn wir uns überlegen, wie wir testen sollen, sollten wir natürlich funktional testen zunächst einmal, also requirements-basiert. Hoffentlich haben Sie funktionale Anforderungen, die runterformuliert sind bis zum Unit-Test, bis auf Funktionsebene, bis auf Klassenebene. Meistens sind Requirements vorhanden für den Systemtest. Aber funktional testen sollte der erste Schritt sein. Erst in einem zweiten Schritt sollten Sie auf die Codeabdeckung schauen und sehen, welche Codeabdeckung habe ich denn mit meinen funktionalen Testfällen erzielt. 100% Codeabdeckung ist immer unser Ziel am Ende beim Testen. Es sollte kein ungetesteter Code da sein. Die Unschuldsvermutung gilt nicht für Software. Also Sie sind unschuldig vor Gericht, solange bis Ihnen die Schuld nachgewiesen ist. Bei Software ist es genau umgekehrt. Software ist schuldig und ich muss beweisen, dass sie unschuldig ist. Und das mache ich eben darüber, dass ich die Software ausführe. Und dass ich die Unschuld der Software bewiesen habe, kann ich unter anderem mit der Metrik Code Coverage beweisen. Trotzdem, wenn Sie 100% Codeabdeckung haben, sind Sie nicht notwendigerweise fertig mit Testen. Sie können immer noch Minimalwerte, Maximalwerte, Nullpointer und die ganzen Ausnahmezweige durchlaufen oder testen, Ausnahmewerte testen und damit Ihre Software herausfordern. Jetzt sind wir beim Thema DevOps, deswegen betrachten wir zunächst einmal einen Regressionstest. Was bedeutet, die Testfälle, die wir haben, das Test-Setup, das wir haben, muss natürlich nicht nur einmal ausgeführt werden, sondern immer wieder für das nächste Release meiner Software, für das nächste Feature, das ich implementiere, muss ein Regressionstest laufen. Also die Sachen, die früher mal funktioniert haben, sollten nach wie vor funktionieren. Plus, was gerne vergessen wird, in dem Moment, wo Sie Code ändern, eine neue Feature einbauen, werden Sie wahrscheinlich auch bestehende Testfälle anpassen müssen, den einen oder anderen Testfall. Also nicht immer, wenn ein Testfall fehlschlägt hier im Regressionstest, ist es ein Problem in der Software. Manchmal müssen Sie eben auch einfach die Testfälle anpassen. Und das ist auch eine der Herausforderungen im Continuous Integration. Also wenn wir kontinuierlich testen, wenn wir also nicht wie im Regressionstest erst am Ende einer Projektphase vielleicht die Tests anschließen, sondern das Ganze kontinuierlich machen, vielleicht jede Nacht oder vielleicht sogar pro Codeänderung, dass jede Codeänderung sofort überprüft wird. Dann muss man natürlich gucken, wenn ein Testfall fehlschlägt, ist das jetzt fehlgeschlagen wegen einem Softwareproblem oder muss ich einfach die Testfälle anpassen? Und auch dabei hilft eben das Continuous Integration, dass Sie nicht nur dafür sorgen, dass Ihr Code funktioniert, sondern Sie halten auch Ihre Testfälle synchron mit Ihrem Code. Das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Ich habe schon mit vielen Kunden Sessions gehabt, wo wir nach einem halben Jahr oder sogar nach 2 Jahren versucht haben, alte Testfälle wieder ans Laufen zu kriegen, die für eine alte Version der Software geschrieben waren. Und das ist doch eine sehr unangenehme Arbeit. Ja, DevOps oder Continuous Integration. Continuous Integration ist ja eigentlich nur der Begriff dafür, dass wir kontinuierlich unsere Änderungen integrieren in einen zentralen Stand. Das zusammengenommen mit dem kontinuierlichen Testen führt dazu, dass wir am Ende kontinuierlich eine verfügbare Software haben, die eben auf Herz und Nieren geprüft ist und theoretisch, ich sag mal, jede Nacht
oder jeden Morgen an einen interessierten Kunden ausgeliefert werden könnte, weil wir eben bewiesen haben über Nacht, dass noch alle Testfälle funktionieren. Und das ist das, was wir mit dem Continuous Deployment meinen. Jetzt ist es bei DevOps und dieses Bild werden Sie schon mehrfach gesehen haben, ist der Test eine separate Phase innerhalb dieses Zyklus, innerhalb dieses Kreises, innerhalb dieses Workflows. Aus meiner Sicht sollte man diese Phasen aber nicht so getrennt sehen. Es gibt sicher sinnvoll eine Testphase, in der dann zum Beispiel die sehr hohen Stufen der Tests laufen, die Systemtests zum Beispiel laufen. Aber es ist durchaus sinnvoll, statische Analyse natürlich sofort zu machen, wenn Sie den Code schreiben. Also das sollte direkt beim Entwickler laufen. Es gibt keinen Grund zu sagen, der Entwickler checkt den Code ein und dann wird die statische Analyse erst in dem übernächsten Step gemacht, weil diese Feedback-Loops dann auch einfach viel zu lange sind. Der Entwickler will ja auch keinen fehlerhaften Code abliefern, absichtlich, oder Code, der die statische Analyse nicht durchläuft. Deswegen auch im Coding-Bereich sollten schon Tests laufen. Die Unit-Tests sind auch klassischerweise etwas, was gerne auch von den Entwicklern, von den Entwicklerinnen direkt gemacht wird. Diese Testfälle brauchen Sie dann nicht wegschmeißen. Sie können trotzdem noch ein Testteam haben, das nochmal getrennt davon Unit-Tests macht oder das die Unit-Tests nimmt, mit denen die Entwicklung angefangen hat und die dann auf 100% bringt. 100% Coverage, 100% Requirements Coverage, Minimalwerte, Maximalwerte und so weiter. Gut, DevOps bedeutet häufig, dass wir uns auch Gedanken machen müssen über das zentrale Repository, über die Stelle, an der der Code abgelegt ist. Das Source Code Management zum Beispiel, klassischerweise sowas wie Git, Subversion, ClearCase zum Beispiel. In diesem Repository, das muss jetzt auch nicht unbedingt ein einzelnes separates Programm sein. Es kann auch sein, dass Sie Ihre Requirements zum Beispiel an einer anderen Stelle speichern, als Sie Ihren Code speichern. Trotzdem, die Testdaten bieten sich an, mit in dem gleichen Repository zu liegen wie der Code, weil sehr häufig eben Testdaten und Code synchron zueinander sind. Reports kann man auch gut mit in die Versionskontrolle legen. Die Reports können dann zum Beispiel haben die Ausführung aller Testfälle, also die Ergebnisse, die Codeabdeckung. Und gerade solche Reports sind dann gut geeignet, um in 5 Jahren, in 10 Jahren nochmal rausgekramt zu werden, wenn es irgendwelche Regressforderungen gibt, wenn es irgendwelche Legal-Geschichten gibt, dass man eben noch nachweisen kann, auch 5 Jahre später, 10 Jahre später, dass man den Code damals gut getestet hat und nach menschenmöglichen Kriterien alles in Ordnung war. Ich habe jetzt für die Versionskontrolle ein dreieckiges Symbol gewählt, weil für mich es mindestens 3 verschiedene Aspekte gibt, die man betrachten sollte, wenn es jetzt an das Thema Testen geht, wenn es an das Thema DevOps geht. Und das eine ist der CI-Server oder einfach nur die automatische Testumgebung, die quasi herangezogen werden kann, um alle Testfälle auszuführen. Klassischerweise wird man hier einen Jenkins haben, einen Bamboo haben oder einen GitLab-Runner, also irgendein CI-Server, der Zugriff hat, natürlich auf die Versionskontrolle, der sich den Quellcode nehmen kann, der sich die Testdaten nehmen kann und den Sie dafür verwenden sollten, um komplett alle Testfälle in allen Varianten, am liebsten auch auf der echten Hardware auszuführen. Also das ist die Aufgabe dieses Servers oder dieses Setups, dieser Sichtweise, zu sagen, ich muss irgendwann mal alle meine Testfälle komplett ausführen und eben nicht änderungsbasiert, nicht nur ein Bruchteil davon, nicht vielleicht nur eine Variante des Codes, sondern wirklich alle Testfälle. Das ist der Full Run. Darin kann ich auch gerne automatisiert Checks machen. Ein Beispiel für automatisierte Checks habe ich hier oben stehen. Zum Beispiel die statische Analyse kann man hier machen. Selbst wenn sie beim Entwickler schon mal gelaufen ist, kann man sie trotzdem nochmal automatisiert auf dem CI-Server laufen lassen. Man könnte prüfen, ob jeder Testfall mit einem Requirement verknüpft ist. Man sollte natürlich prüfen, was sind die Ergebnisse der Testfallausführung, hat auch alles funktioniert. Wie ist die Codeabdeckungsrate, also habe ich irgendeinen Grenzwert, irgendein Threshold erreicht? Wie ist die zyklomatische Komplexität? Habe ich irgendwelche Grenzwerte überschritten oder die Kommentardichte? Das sind nur Beispiele, wie gesagt. Dann kann natürlich vom CI-Server aus können die Ergebnisse wieder zurückgepusht werden in die Versionskontrolle und wir haben ein Test-Setup, in dem wir automatisiert per Knopfdruck
alle Testfälle in all ihrer Gänze ausführen können. Und das ist toll, weil damit haben wir schon viel erreicht. Wir haben nämlich sichergestellt, dass wirklich jeder Stakeholder, wie es so schön heißt, also jeder, der ein Interesse an ihrem Produkt hat, jeder Entwickler, Entwicklerin, jeder Tester, Testerin, selbst ein Manager könnte auf den Knopf drücken und sagen, jetzt führen wir mal alle Testfälle aus. Und das ist toll, wenn wir so weit sind, können wir auch sagen, einen Teil davon nehmen wir jetzt, um von den Entwicklern verwendet zu werden. Also wenn Sie so einen CI-Server haben, vielleicht haben Sie mehrere Jobs. Der eine Job wird automatisiert jede Nacht oder jedes Wochenende ausgeführt. Der andere Job kann eben bei jedem Push einer Software ausgeführt werden oder on demand von dem Entwickler, von der Entwicklerin in dem Moment, wo er oder sie eben Code ändern. Dazu muss er oder sie müssen natürlich auch Zugriff haben, sowohl auf die Testdaten als auch auf den Quellcode, können den Code ändern. Hier ist jetzt aber der Unterschied, Entwickler, Entwicklerinnen werden Interesse haben an sehr, sehr schnellem Feedback. Die wollen nicht lange warten, die wollen nicht eine ganze Nacht oder vielleicht ein Wochenende warten, bis alle Testfälle durchlaufen sind in allen Varianten. Das ist meistens auch gar nicht nötig. Meistens reicht es genügt zu sagen, ich mache eine erste schnelle Überprüfung, ich mache ein änderungsbasiertes Ausführen von Testfällen. Also das heißt, ich führe nur die Testfälle aus, wo ich erwarten würde, dass sich eine Änderung im Ergebnis ergibt, dadurch, dass eben der Code, der bei der Testfallausführung ausgeführt wird, sich auch geändert hat. Das heißt, andere Testfälle brauche ich nicht ausführen, die nicht von der Codeänderung betroffen sind. Und das Ergebnis der Rapid Validation wird wahrscheinlich sein, dass auch mal ein Testfall fehlschlägt und den sollte die das Entwickler natürlich dann auch ändern können und den geänderten Testfall, den geänderten Code mit zurück in die Versionskontrolle geben. Und ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Dreieck, in dem Zugriff auf die Versionskontrolle, in der Sichtweise auf die Versionskontrolle, ist natürlich das Testteam, Tester oder Testerin, die quasi darüber schweben, die natürlich auch alle Testfälle ausführen können sollten, die dann auch entsprechende Metriken entweder händisch oder automatisiert prüfen können, wenn Grenzwerte nicht erreicht werden, wenn zum Beispiel Laufzeitgrenzwerte nicht erreicht werden, wenn die Ausführung aller Testfälle zu lange dauert, dann wäre es auch zum Beispiel an dem Testteam zu sagen, was können wir tun, können wir neue Rechner einsetzen, neue Hardware, da wäre dann das Management gefragt. Die Betreuung des CI-Servers wird auch in dem Testteam sein, also das ganze Thema Skripten, das Analysieren von Ergebnissen. Natürlich den Server selber, der wird wahrscheinlich von der IT-Abteilung kommen, aber das Skripten, die Pipelines, die Auswertungen, Metriken und sowas, das sind alles Dinge, die von dem Testteam gemacht werden. Und natürlich noch die Schnittstelle zu der Entwicklung, zu dem Entwicklungsteam, Absprachen, Coaching, all das. Also dadurch bekommt das Testteam auch eine ganz neue Rolle, weg vom stupiden manuellen Ausführen von Testfällen hin zu einem Test-Setup-Management eigentlich. Und durch dieses ganze Skripten, eigentlich brauchen Sie hier in dem Testteam auch Entwicklungs-Know-how, um entsprechende Skripte zu schreiben. Und gerade bei DevOps, davon haben wir ja schon gesprochen, was ist bei DevOps wichtig ist, haben die Kollegen auch schon gesagt, die Kolleginnen schon gesagt. Es ist wichtig, dass wir ein Command-Line-Interface haben, also dass wir alles automatisieren können über das Command-Line-Interface. Und es ist wichtig, dass die Testdaten in einem Format abliegen, das menschenlesbar ist, dass man eben gut in die Versionskontrolle einchecken kann. Und wenn es zu einer Kollision kommt, wenn also zwei Leute gleichzeitig die gleiche Datei ändern, dass man über einen entsprechenden Merge-Dialog ein Mischen der Dinge hinkriegt. Für den Quellcode kennen Sie das schon und bei den Testdaten sollte es eben genauso sein. Und wie das Ganze dann live und in Farbe aussehen kann, sehen wir hier bei Vectorcast. Vectorcast selbst habe ich Ihnen ja schon vorgestellt. Ich habe Ihnen ein Testprojekt schon gezeigt mit Unit-Testumgebungen, Integrationstestumgebungen und dem Cover-Projekt. Und jetzt will ich Ihnen zeigen, wie wir ein solches Testprojekt nutzen können in einem DevOps-Workflow. Das Schöne an dem Projekt ist, ich habe hier den Single Point of Entry auch für das Bauen des Projekts. Also ich kann sagen, baue mir mal alles neu. Oder ich kann sagen, mach das Ganze nur inkrementell, also änderungsbasiert. Und der Vorteil beim änderungsbasierten Testen, wie gesagt, geeignet für das Entwicklungsteam, ist, dass ich sehr schnell Feedback bekomme. Ich musste nichts neu bauen, weil sich kein Code geändert hat. Ich musste keine Testfälle ausführen, weil sich keine Testfälle geändert haben und kein Code geändert hat. Dementsprechend kriege ich auch schnelles Feedback, alles funktioniert. Würde ich jetzt natürlich eine Datei ändern, dann würden dementsprechend Testumgebungen gebaut
Testfälle ausgeführt, aber eben nur ein Bruchteil dessen, was bei dem Full-Bild gemacht wird. Das habe ich jetzt gemacht von der GUI, dieses Build Execute, Full oder Incremental. Das gleiche können wir auch vom Command-Line-Interface aus machen. Dazu öffne ich hier einen Kommando-Prompt über Vectorcast. Der Vorteil ist, dadurch hat dieser Kommando-Prompt alle Einstellungen, Umgebungsvariablen, die auch Vectorcast selber hat. Und dann rufe ich das Command-Line-Interface von dem Manage-Projekt auf. Das findet sich in dem Verzeichnis Vectorcast hier und dahinter ist ein Executable mit Namen Manage. Und dieses Executable können wir aufrufen, um zum Beispiel ein Projekt zu bauen. Dazu muss es natürlich wissen, wie heißt die Projektdatei, wie heißt die VCM-Datei. Die Projektdaten werden nämlich in Vectorcast gespeichert. Wir können uns das einmal anschauen hier auf der Festplatte. Es gibt eine einzelne ASCII-Datei. Diese VCM-Datei ist XML-basiert, also ist menschenlesbar und alles ASCII. Und darin finden wir diesen Projektbaum, die Konfigurationen auch für die Compiler. Die einzelnen Testdaten leben dann hinter einem anderen Ordner, den wir in einem Unterverzeichnis finden, zum Beispiel hier von den einzelnen Testumgebungen. Für jede Testumgebung, die Sie hier auf der linken Seite sehen, finden Sie auch einen Ordner hier auf der rechten Seite oder hier in der Mitte. Und darin sind dann die ASCII-Dateien, in denen die Testkonfiguration und die Testdaten selber gespeichert sind. Die Testdaten als Beispiel speichern wir auch in ASCII, auch menschenlesbar. Es ist zwar eine spezielle Vectorcast-Syntax, aber ich denke, die ist relativ eingängig. Wir sehen hier in den einzelnen Testfall Test.Value, das sind Eingabewerte für einen Testfall, Test.Expected, das sind erwartete Rückgabewerte. Und die Werte selber werden über diese Syntax hier Modulname, Funktionsname, Parametername und dann der Wert dahinter gespeichert. Natürlich auch die Verlinkung zum Requirement. Wenn sich jetzt ein C-File ändert, wenn sich Code ändert, dann können wir den kompletten Testtreiber, die komplette Testumgebung neu bauen, völlig unabhängig von den Testdaten und diese dann danach einlesen, sodass wir auch gut mit einer neuen Version des Testcodes umgehen können und Testfälle ausführen können. Okay, das habe ich Ihnen jetzt gezeigt von der GUI aus und auch die Testdaten. Jetzt wollen wir das Ganze vom Command-Line-Interface aus machen. Ich übergebe also den Namen meiner VCM-Datei bzw. den Namen des Projekts. Dann muss ich meinem Manage-Interface noch sagen, was ich eigentlich machen will. Ich möchte jetzt hier ein Build Execute machen, also bauen und Testfälle ausführen. Und wenn ich das jetzt so abschicken würde, dann würden alle Testumgebungen neu gebaut, alle Testfälle ausgeführt. Das will ich aber nicht. Ich will das Ganze incremental, also nur änderungsbasiert, also nur die Testfälle, die von einer Änderung betroffen sind. Wenn ich das so mache, sollten wir relativ schnell Feedback bekommen, weil eben ähnlich wie eben an der GUI wir nichts machen müssen und dementsprechend wir schnelles Feedback bekommen, alles in Ordnung. Die Änderung eines Codes würde jetzt dazu führen, dass wir natürlich auch mal was machen müssen, dass wir auch mal eine Testumgebung neu bauen, dass wir Testfälle ausführen. Auch das will ich Ihnen einmal kurz wenigstens gezeigt haben, wenn ich jetzt hier Code ändere und ich mache das mal der Einfachkeit halber über die Vectorcast GUI, weil dann muss ich die Datei nicht suchen auf der Festplatte. Wenn ich jetzt hier speichere, dann sehen Sie schon hier im Projekt an dem kleinen gelben Ausrufezeichen, diese Änderung des C-Files hat natürlich eine Auswirkung auf die Unit-Testumgebung des C-Files. Hier erkennen wir, dass sich der Code unter Test geändert hat. Das heißt, diese Testumgebung müsste neu gebaut werden, um die Testfälle auszuführen. Ähnliches gilt für die Vectorcast QA-Umgebung, wo wir die Coverage im Systemtest messen. Auch da müssten wir neu bauen, um zu gucken, wie sieht es denn jetzt mit der geänderten Datei aus. Und wir müssten nicht nur neu bauen, wir müssten auch die Testfälle neu ausführen. Und auch das Ausführen der Testfälle können wir über Vectorcast machen. Wir haben in dem Vectorcast QA oder verknüpft mit dem Vectorcast QA ein Skript, ein Python-Skript, das Sie über das Vectorcast Manage erreichen. Und in diesem Python-Skript können Sie quasi die Verbindung zu Ihrem Systemtest herstellen. Wir wissen ja nicht, wie Ihr Systemtest läuft. Wir wissen nicht, ob er in welcher Form Sie Testfälle im Systemtest ausführen können. Was sind die Testfälle, die Sie implementiert haben? Das wissen wir alles nicht, aber das können Sie über dieses Python-Skript konfigurieren. Hier ist ein ganz einfaches Beispiel, wo wir die Testfälle manuell hinschreiben und auch das Ausführen von Testfällen ist relativ leicht. Aber über so ein Python-Skript kriegt man eben auch sehr gut eine Anbindung an Canoe zum Beispiel hin. Wir können auch Canoe-Testfälle steuern und ausführen, Canoe für Software-Testfälle, sodass Sie, wenn Sie änderungsbasiert Testfälle ausführen, wie eben auch die Systemtestfälle änderungsbasiert ausführen können, wenn wir eben die Coverage pro Testfall haben. Von der GUI würde das wieder über ein Build Execute Incremental gehen.
Ich mache es jetzt aber vom Command-Line-Interface aus, so wie eben. Und jetzt sollten wir sehen, dass eben mehr passiert. Wir müssen jetzt die Unit-Test-Umgebung neu bauen. Wir müssen dann auch natürlich Testfälle ausführen und dann das Vectorcast QA-Projekt, die geänderte Datei neu instrumentieren, die Applikation unter Test für die Kanu-Testfälle zum Beispiel neu bauen und dann die Kanu-Testfälle ausführen. Jetzt ist das Ganze über das Command-Line-Interface passiert, damit natürlich gut geeignet, in einen CI-Workflow reinzukommen, um vom Jenkins in der Pipeline zum Beispiel ausgeführt zu werden. Und jetzt kommt das nächste spannende Thema, wie ist es denn mit den Reports? Reports an der GUI sind immer schön, meistens HTML und bunt, aber vom Command-Line-Interface aus, also wenn ich jetzt in einer Pipeline bin, wie kann ich jetzt prüfen, ob wirklich alle Testfälle funktioniert haben oder nicht? Und um dieses Interface hinzukriegen, dafür haben wir eine Python-API, die wir Ihnen zur Verfügung stellen für Vectorcast. Und über diese Python-API kommen Sie an alle Testdaten dran, an alle Testfälle innerhalb des Projekts, an alle Input-Werte, Expected-Werte und auch an die Ergebnisse der Testfallausführung. Ich will Ihnen das einmal zeigen. Dieses Python-Skript, das ich hier für diesen Vortrag geschrieben habe, ist extrem einfach. Das Python-Skript ist dieses hier. Also da ist erstmal ein Main. Das Main ist jetzt nicht so spannend, weil wir hier nur prüfen, ob wir auch einen Parameter übergeben bekommen. Die eigentliche Arbeit passiert einmal hier. Da arbeiten wir mit der API auf das Projekt, also mit dem Python-Interface in die Projektdaten. Das nutzen wir, um komplett alle Environments durchzugeben, also alle Environments, die hier in dem Projekt drinstehen. Ich habe jetzt in dieser ganz einfachen Version, gucke ich mir nur die Unit-Test-Umgebungen an, also ich gucke nicht in das Cover-Environment rein. Das ginge natürlich auch. Dann öffnen wir die API in die Unit-Test-Umgebung, also in jede einzelne Unit-Test-Umgebung, und dann gehen wir in diese Methode rein und diese Methode arbeitet oder geht alle Testfälle durch in dieser einzelnen Unit-Test-Umgebung. Erstmal schreiben wir den Namen hin dieser Unit-Test-Umgebung, also wie wir da hingekommen sind, und dann auch das Ergebnis der Testfallausführung und auch zum Beispiel, für welche Funktion ist der Testfall geschrieben. Und diese Informationen sehen wir dann hier auf dem Command-Line-Interface. Also ich kann jetzt hier auch wieder über Vectorcast_dir. Wir nehmen jetzt aber nicht Manage, sondern wir nehmen VPython. Also das ist unser Python-Interpreter, den wir mit ausliefern mit Vectorcast. Und dann muss ich noch sagen, welches Python-Skript will ich aufrufen. Und ich muss natürlich wieder den Namen des Projekts angeben, QA-Demo. Und dann bekomme ich eine Ausgabe, einfach nur als ganz einfaches Beispiel. Das hier ist der Compiler-Knoten, die Gruppe und die Testumgebung und der Name der Testumgebung. Also Test-Suite und Name der Testumgebung. Und dann innerhalb der Testumgebung sehen Sie die Funktion unter Test, den Namen des Testfalls und das Ergebnis der Ausführung. Also sehr kleines Beispiel, wie Sie sehen. Und dieses TC-Execution Passed ist eben das Ergebnis der Ausführung. Und man könnte jetzt natürlich programmatisch sehr einfach innerhalb dieses Python-Skripts prüfen, ob das Ergebnis der Ausführung, was wir hier im Status finden, ob das ein Pass oder Fail war und dann entsprechende Aktionen machen, andere Reports machen, E-Mails schreiben, eine rote Lampe über dem Labor leuchten lassen, was auch immer Sie haben möchten, wenn ein Testfall fehlschlägt. Und wie so eine Integration in Jenkins zum Beispiel aussehen kann, möchte ich Ihnen auch noch ganz kurz zeigen. Wir haben für Jenkins, weil es eines der verbreitendsten CI-Tools ist, haben wir ein Plugin, das Sie auch installieren können. Das ist verfügbar, wenn Sie in Jenkins über das Setup gehen, können Sie verfügbare Plugins anzeigen, also öffentlich verfügbare Plugins. Da finden Sie ein Vectorcast-Plugin. Wenn Sie das installiert haben, dann bekommen Sie ein zusätzliches Menü, über das Sie einen Single-Job oder einen Pipeline-Job kreieren können. Und alles, was Sie da machen müssen, ist den Pfad zu der VCM-Datei angeben. Also in meinem Fall das QA_Demo.vcm. Das heißt, die Idee bei dem Jenkins-Job ist, er holt sich natürlich die Testdaten und den Code und hat dann lokal die VCM-Datei und kann auf dieser VCM-Datei entweder inkrementell bauen oder eben komplett bauen. Und darüber hatten wir schon gesprochen. Sie können den Full-Run machen, indem Sie das Minus Incremental weglassen. Und das wäre etwas für den automatischen Job, der wegen mir jede Nacht läuft oder nur am Wochenende läuft, weil er eben 2 Tage braucht, bis er fertig gelaufen ist. Aber dadurch, dass Sie es eben abkürzen können, dass Sie sagen, inkrementell haben Sie noch einen weiteren Job, wo Sie sagen können, das ist der Job, den die Entwickler ausführen oder der ausgeführt wird bei jedem Check-in, um eben möglichst schnell das Rapid Validation zu haben, um möglichst schnell Ergebnisse zu bekommen, die änderungsbasiert eben gelaufen sind.
Dann gucken wir noch einmal in so einen Job rein, damit wir auch das schon mal gesehen haben. Und dann haben wir hier Plugins, die Ihnen die Trends auch anzeigen. Also Sie sehen, hier gibt es schon ein paar mehr Läufe, die ich habe laufen lassen. In dem Fall hatte ich Git verknüpft mit dem Job. Immer wenn ich ein Check-in gemacht habe, ist der Job automatisch losgelaufen. Deswegen gibt es hier so viele Ergebnisse der Ausführung. Und das Ganze ist über eine Pipeline gelöst. Diese Build-Execute-Stage ist auch parallelisiert. Und das sieht man schön in einem zusätzlichen Plugin, in dem Blue Ocean Plugin. Jetzt bin ich hier falsch abgebogen. Aber da sieht man schön die Parallelisierung von diesem Build-Execute-Stage, und zwar hier in der Mitte. Und wenn Sie sich hier für Details interessieren, kann man dann auch hier auf die einzelnen Jobs, die eben parallelisiert abgelaufen sind, klicken. Unit-Test-Umgebungen für sich können sehr gut parallelisiert ausgeführt werden und zum Beispiel dann auch in der Cloud, in der Azure oder in Docker-Containern laufen gelassen werden für die Parallelisierung. Und jetzt kommt noch das Letzte, was ich machen möchte, und zwar für meine liebe Kollegin, die Friederike, die wird Ihnen gleich zeigen, das Test Insights. Das ist ein neues Dashboard, das wir anbieten, unter anderem für Vectorcast. Also Vectorcast ist eines der ersten Tools von Vector, die wir die Möglichkeit haben, Daten zu pushen in dieses Dashboard. Friederike wird Ihnen auf jeden Fall mehr erzählen zu dem Thema. Wir exportieren einfach nur die Testdaten und die Coverage-Daten zu Test Insight und auch ein paar Informationen über den Code. Und dafür gibt es einmal den Knopf im Tool, um die Daten nach Test Insight zu exportieren. Aber natürlich geht es auch vom Command-Line-Interface aus. Und ich habe mir dafür einen Helper-Batch-File geschrieben, dass das Ganze macht, das also die Daten exportiert, weil wir brauchen eben auch ein paar Umgebungsvariablen, die gesetzt sein müssen. Ich brauche auch einen Zugang, also User-Daten, Benutzername, Passwort. Und dann rufen wir auf hier den Test Insights Connector, der wird mit ausgeliefert mit Vectorcast, der Ihnen erlaubt, die Daten ins Test Insights zu pushen. Und was das Test Insights alles kann, das zeigt Ihnen, wie gesagt, meine liebe Friederike in dem nächsten Vortrag. Ich stehe Ihnen jetzt gerne zur Verfügung für alle Fragen rund um DevOps, rund um Vectorcast.